Diese Location ist tatsächlich was Seltenes. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Sieht das nicht aus wie irgendwie aus einem Horrorfilm? Und im Hintergrund, Leute, seht ihr das Bett? In diesem Bett soll die Frau, die dann hier alleine gelebt hat, verstorben sein. Donnerstag, 4. Juni, 14:46 Uhr. Hier ist die Kriminalpolizei. Es geht um das Objekt. Da wurde eine Tür beschädigt und ich wollte wissen von Ihnen, ob Sie immer noch Eigentümerin dieses Objektes sind. Leute, guckt euch mal an. Wir sind... Das Licht an. Gar nicht raus. Hi Leute, ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zusammen mit dem Lukas sind wir heute in einem verlassenen Haus mit einer Bäckerei. Es gibt tatsächlich auch noch Einrichtungen und sehr, sehr viele interessante Dinge in diesem verlassenen Haus. Laut meinen Infos ist das Ganze noch nicht so lange verlassen. Sieht aber so aus, als wenn es mindestens 10 Jahre schon lost ist. Tatsächlich, das ist wirklich unfassbar. Aber schaut am besten selbst. Viel Spaß bei dem Video. Einmal ganz oben, das ist der Dachboden. So wie das Ganze ausschaut, war das mal eine Wohnung. Hier sind die Reste einer kleinen Küche mit Kühlschrank. Leute, was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Tier? Das ist doch kein Schwein, oder? Das ist eine Ziege. Jetzt sehe ich's. Ja, hier einer Fotos vom Urlaub mit einer Spanziege. Nicht Spanferkel, Spanziege. Also sowas würde ich mir irgendwie nicht in der Wohnung hängen. Wir gehen von der anderen Seite rein. Die ganze obere Etage ist leer. Leute, diese Location ist tatsächlich auch mal wieder eine 10 von 10. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre, aber es ist so. Eigentlich wollte ich gerade runtergehen, aber das erste Kuriose zeige ich euch jetzt schon mal. Wir haben gerade gesehen, dass der Backofen funktioniert. Leute, krass. Junge. So, und der Grund, warum ich jetzt hier raus musste, ist, weil Luca gerade den Kühlschrank aufgemacht hat. Und das riecht dermaßen extrem ekelig. Ich kann da nicht mehr reingehen. Also, ihr wisst ja, ich bin sehr geruchsempfindlich. Aber auf jeden Fall funktioniert der Backofen noch und der Strom in diesem Haus. Und schauen wir jetzt mal eine Etage tiefer. Und ich verspreche euch, es wird viel, viel besser als hier oben. Hier geht es in den Wohnbereich. Haben wir hier nochmal den Schalter für den Flur. Diese Location ist tatsächlich was Seltenes. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Wir gehen zuerst in diesen Raum. Und das sieht aus wie das ehemalige Ankleidezimmer. Da haben wir den Schrank mit ganz viel Kleidung. Hinter uns ebenfalls die schönen massiven alten Schränke von damals. Und der Schminktisch. Hier sind sogar noch einige Klamotten vorhanden. Was ist das denn hier? Parfümfläschchen, Canada Cedar, Aftershave, Mousson Lavendel, Rasierwasser. Und so ein bisschen riecht das auch noch hier danach. Und das riecht gar nicht schlecht, muss ich sagen. Jemand anders hat sein Objektiv hier liegen lassen. Leute, hier ist ein Ausweis. Der liegt hier einfach auf dem Tisch rum. Was ich sagen kann, ist, dass der Herr am 29.12.1928 geboren wurde. Und gültig war dieser Ausweis bis zum 18.09.2001. Also gehe ich mal stark davon aus, dass dieser nicht mal verlängert wurde und der Mann vorher verstorben ist. Oben am Spiegel hängt was Persönliches. Der Hut, beziehungsweise die Hüte. Wahrscheinlich stand in diesem Raum auch mal ein Bett. Das Bettgestell ist hier so komisch aufgestellt. Guckt euch mal diese Tapeten an. Also ich muss sagen, die Heizung in diesem Haus läuft noch, weil es ist hier so warm drin und hier ist überhaupt irgendwie keine Feuchtigkeit. Auch wenn man es meinen kann, wenn man das da sieht. Und das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Leute, hier ist ein Babybett. Komplett mit irgendwelchen Klamotten voll. Gürtel sehe ich, Schlips und so weiter. Gruselig. Machen wir das Licht wieder aus und gehen weiter. Durch den Flur. Auf dem Boden sehen wir ein Bild und vielleicht könnt ihr da erkennen, worum es sich bei diesem Gebäude handelt. Im nächsten Raum. Hier ist alles vollgestellt mit Handtücher, Klamotten liegen auf dem Bett. Da erscheint man die ganzen Klamotten. Und an der Wand irgendwie eine Sammlung von irgendwas, von irgendwelchen Figuren. Und warum ich das Ganze anspreche ist, weil es einfach vollständig ist. Hier ist nichts rausgeräumt, nichts geklaut. Einfach wunderbar. Das ist auch ein Häuschen, das sehr, sehr unbekannt ist. Schauen wir Richtung Balkon. Hier ist einfach irgendwie alles vollgestellt. Und dann befindet sich eine Sauna in dem Haus, Leute. Wir haben sogar 2 Personen Platz gehabt in dieser Sauna. Und die ist auch
sauber und riecht noch schöner sauber, als wenn die Sauna gebaut wurde, aber nie benutzt wurde. So sieht das hier aus. Das ist alles so sauber und so neu. Aus der Sauna gehen wir raus und wir sehen hier so ein richtig schönes Waschbecken. Leute, guckt euch das an. Also ich gehe jetzt mal davon aus, so wie ich das hier sehe, dass hier Menschen gewohnt haben, die ein bisschen Geld gehabt haben, weil ein normaler Mensch hat die ganz normalen weißen Standardwaschbecken. Ne? Das ist schon leicht was Extravagantes. Natürlich alles ein bisschen aus der Mode gekommen, aber hat trotzdem irgendwie noch was. Dann sind wir im Badezimmer fertig, schauen wir weiter. Gegenüber gibt es auch einen Raum. Der Luca ist schon hier. Hier ist alles voller Kleidung. Kleidung einer Frau. Sieht das nicht aus wie irgendwie aus einem Horrorfilm? Krass. Mit dem Telefon und dieser roten Lampe. Besonders mit der Puppe hier. Als wenn wir irgendwie in so einem Horrorfilm oder Horrorspiel wären. Luca fühlt sich hier wohl. Das ist mein neues Zuhause hier. Anderes Fernsehprogramm kennt er von zu Hause tatsächlich auch nicht. Nee, das ist mein Lieblingsprogramm hier. Das ist nett. Leute, wir haben ja ein Bild noch gefunden. Das ist diese Bäckerei, die unten im Erdgeschoss ist, von 1982, Januar. Das sah alles hier noch gut aus. Ich kann euch leider das Ganze nicht zeigen. Aber das sieht aus, als wenn diese Familie zu diesem Zeitpunkt die Bäckerei neu eröffnet haben. Also das ist wirklich ein Haus, das ist Wahnsinn. Hinter der Tür in der Ecke noch ein paar Bücher im Regal. Wort und Sinn, Musik um uns. Veronika. Evas schwerer Weg. Irgendwelche Romane. Ich war eher der nur in der Schule gezwungen gelesen hat. Diese kleinen Bücher. Hier gibt es so viele Räume, hier ist überall was drin. Und das ist alles nicht großartig durchwühlt. Ich glaube, die Person, die hier zum Schluss gewohnt hat, einfach wie Messi gelebt. Was ein Raum, Leute. Der Fernseher hat wie das gesamte Haus auch noch Strom und die Heizung läuft. Die machen wir gleich erstmal aus. Denn wir müssen ja auch Gas sparen. Und im Hintergrund, Leute, seht ihr das Bett? In diesem Bett soll die Frau, die dann hier alleine gelebt hat, verstorben sein. Sie konnte sich am Ende nicht mehr viel bewegen und hat den größten Teil ihres restlichen Lebens in diesem Raum verbracht. Auf dem Bett sieht man irgendwie auch Flecken und das riecht auch komisch hier. Ich möchte jetzt auch nicht unter der Decke nachgucken, weil anfassen tue ich das echt ungern. Aber das riecht wirklich komisch hier. An der Wand hängt noch ein schönes Gemälde, das ist tatsächlich auch handgemalt, so wie das aussieht mit Ölfarbe. Dort befindet sich ein sehr schönes Radio von Nordmende. Oben drüber ganz viele alte VHS-Kassetten. Oh, das Gebiss der Dame. Hier liegt einfach so viel rum. Ich glaube, die Frau, die hier gewohnt hat, wurde auch zum Messi. Wenn man sich das alles anguckt, wie das hier alles rumliegt. Im Schrank stehen noch einige Klamotten, eingepackte Geschenke, die Schmuckkiste da oben, aber die wurde doch schon ausgeräumt. Vor dem Tisch befindet sich so eine Geldkassette, die ist zu und schwer. Da ist wahrscheinlich noch irgendwas drin, aber das werden wir natürlich nicht knacken oder sonst was. Das gehört halt nicht uns. Ich stelle mir gerade vor, wie die arme Dame hier im Bett gelegen hat, nicht mehr großartig für sich selber sorgen konnte. Und deswegen alles so verkommen ist in diesem Haus. Rechts neben dem Schlafzimmer befindet sich die Toilette. Die hat schon lange keiner benutzt. Hier sogar das Wasser komplett weg. Weiter geht's in den nächsten Raum. Das Schlafzimmer. Ich glaube, in diesem Raum haben die Leute geschlafen, wo beide noch gelebt haben. Hier stinkt es auch nicht drin, gar nichts. Also ich schätze mal, das wurde nicht mehr benutzt. Und was an diesem Raum wirklich wunderschön ist dieses Schiff. Und da kann man sehen, was der Herr wahrscheinlich für ein Hobby gehabt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass der das ganze Schiff damals selber zusammengebaut hat. Schön, dass es noch hier steht. Und Leute, ich komme hier leider nicht hin. Dort hinten hängt aber noch ein Hochzeitsfoto. Rechts daneben ein Trauschein und die silberne Hochzeit. Das ist mal ein bisschen traurig, so die persönlichen Dinge zu sehen, zu Zeiten, wo alles besser war und keiner krank oder sowas war. Und leider ereilt dieses Schicksal jeden Mal. Gut, dann sind wir in dem Obergeschoss fertig und gehen noch eine Etage tiefer. Und dort gibt es auch noch sehr viele spannende Dinge zu sehen. Unten angekommen sind hier noch sehr viele geschlossene Briefe. Ich
Ich gehe mal davon aus, dass die Frau dann zum Schluss auch gar nicht mehr nach unten gegangen ist. Warum? Sehen wir jetzt sofort. Jetzt unter den Keller, das schauen wir uns gleich an. Man kann aber schon leicht erahnen, wie es hier unten aussieht. Dann begeben wir uns durch den Flur. Und Leute, guckt euch an, wie das hier aussieht. Seht ihr das? Hier liegt so viel rum, ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll. Und hier unten riecht man auch, dass länger keiner hier drin war. Es stinkt einfach bestialisch, das ist wirklich ekelig. Links geht es dann in die Küche von unten. Ah, hier hat einer vergessen, da steht ein Name drauf, seht ihr es? Der Lunke. Auf jeden Fall ist da was drin, was sich nicht mehr erkennen lässt. Daneben noch eine Vollkiste mit Apfelsaft. Alles vergammelt hier, rote Gewürze, Bauernkartoffelsalat. Hier ist einfach alles hingestellt, Leute. Ekelhaft. Das ist typisch Messi-Haus, würde ich fast behaupten. Also als wenn die Dame dann oben gelebt hat und das hier unten wirklich nur noch als Müllhalde benutzt hat. Wieso? Schaut euch das an. Hier steht alles voller Dosen und Plastikverpackungen und schimmligen Klamotten. Boah, das ist ja echt widerlich. Normalerweise hätte ich schon 1000-mal gewürgt. Jetzt reiße ich mich, oder ich versuche mich zumindest zusammenzureißen. Und tatsächlich... Staus und Das stockender Radio Verkehr momentan auf der funktioniert A1 Münster in Richtung Osnabrück. Und dann geht's in diesen Raum. Hier ist irgendwie ein Trockner und eine Waschmaschine. Das sieht aber nicht aus wie so ein typischer Waschraum eigentlich. Und auch hier steht alles voll. Guckt euch mal diesen Pedigree-Turm an. Hatten die auch noch einen Hund? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Also so wie die hier gelebt haben und dann noch ein Hund. Ja, Menschen ist alles zuzutrauen. Leute, guckt euch mal an. Wir sind... Das Licht. So. Vor der Tür. Leute, wartet weiter. Okay. Hier ist jemand gewesen. Der sah aber nicht freundlich aus. Hast du das nicht gesehen, wie der eine Tür wackelt? Der ist ja richtig aggressiv reingelaufen. Der ist richtig aggressiv an der Tür wackelt. Hast du ja gehört, aber das Band war ja zum Glück. Ist ja hier die Mülltonne zur Seite, ist zur Tür, hat so an der Tür gerüttelt und ist sofort wieder abgehauen. Boah, Leute. Krass. Ja, Luke hat gerade einen Stift in der Hose. Ja, Junge. Hier ist auf jeden Fall gerade irgendeiner reingekommen oder wollte rein. Wir gucken jetzt mal, ob die Luft rein ist. Ein guter Ölwechsel hat natürlich auch immer Pfefferspray am Start. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hier hat irgendeiner an dieser Tür, wo wir reingekommen sind, aber leider hat er es nicht geschafft, hier reinzukommen. Naja, dann können wir erstmal weitermachen. Adrenalin, geile Sache. Wir waren gerade hier an diesen Jalousien und tatsächlich, das funktioniert auch noch. Das ist echt der Wahnsinn, dass das noch funktioniert. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man so leben kann. Es sei denn, man ist wirklich alt und schafft es einfach nicht mehr. Oder man hat irgendwie einen Zwang, alles zu sammeln, weil der eine oder andere gestorben ist oder irgendwie so aus der Art. Oder irgendwie ein krasser Verlust war. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. Und Leute, das Efeu ist schon durchs Fenster an die Klamotten gewachsen. Gehen wir weiter und gucken, was es hier gibt. Ein alter Abstellraum. Und der sieht, obwohl es ein Abstellraum ist, ziemlich aufgeräumt aus. Seht ihr das? Also das verstehe ich ja wieder nicht. Hier ist alles schön geordnet. Und im Rest des Hauses ist alles durcheinander geschmissen und vergammelt und verstehe nicht. Außerdem findet sich hier noch eine Schüssel mit Kleingeld. Das lassen wir natürlich alles hier. Und nun schauen wir uns die alte Bäckerei und Backstube an. Die ganzen alten Geräte. Hier waren damals die Brote und so drauf. Hier sind ein paar Gläser, das Nudelholz. Hier hinten gibt es die Rego-Mischmaschine. Die ganzen alten Werkzeuge, die gebraucht wurden, um den Teig und so weiter herzustellen. Es ist noch alles wirklich komplett vorhanden hier in diesem Häuschen. Hier haben wir das erste Datum, was wir finden. Am 6.2.2010 ist diese OSC-Flasche abgelaufen. Schauen wir weiter, befindet sich hier der Backofen, der alte. Guckt euch das an. Und der ist schon ganz schön lang. Auch schon ganz schön lange nicht mehr in Benutzung. Besonders schick finde ich diesen Kühlschrank. Diesen Kühlschrank in American Style.
Traumhaft. Sowas sieht man auch nicht so oft. Ich habe gerade noch eine Polizeiverordnung gefunden, die ist von 1937. Polizeiverordnung über die Einrichtung und den Betrieb von Bäckereien und Konditoreien. Von 1937. Heftig. Und je näher wir in den Verkaufsraum kommen, desto mehr stinkt das. Und wir haben einen Raum, der ist auch komplett zugemüllt. Leute, seht euch das an. Boah, und das stinkt hier bestialisch eklig. Boah, wie gleich trotzdem wirklich. Als wenn das hier irgendwie als Toilette oder so benutzt wurde. Ekelhaft. Und hier ist sogar noch ein Telefon. Luca, bedienst du mal eben das Telefon? 23 alte Nachrichten. 544 2739 am Montagmorgen. Dankeschön, tschüss. Montag, 1. Juni, 11:03 Uhr. Hallo, wann kommst du heute? Ruf das mal an. Sowas finde ich immer persönlich traurig, wenn ich sowas höre. Donnerstag, 4. Juni, 14:46 Uhr. Hier ist die Kriminalpolizei. Ich bin unter der Telefonnummer in 3434 erreichbar. Es geht um das Objekt. Da wurde eine Tür beschädigt und ich wollte wissen von Ihnen, ob Sie immer noch Eigentümerin dieses Objektes sind. Dann müssten Sie gegebenenfalls Strafvertrag stellen. Die Personen sind bekannt. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung. Oh, da hat wohl jemand eingebrochen. Waren das vielleicht andere Urbexer? Ja, und dann halt solche Telefonnachrichten von irgendwie kleinen Kindern, die denken, dass mit Oma noch alles in Ordnung ist. Aber es ist leider nicht mehr alles in Ordnung. Es ist immer traurig, wenn man sowas dann hört und mitkriegt. Außerdem hat die Kripo noch angerufen. Da ist wohl irgendwo eingebrochen worden in einer Immobilie, die der Frau gehört hat. Die Personen waren bekannt. Ich schätze mal, das waren irgendwelche anderen Urbexer, die ins Haus wollten. Ich habe auf dem Boden heute im Schuh gefunden, so einiges an Kleingeld. Also nicht so bestimmt so ca. 20 Euro, 30. Aber das lassen wir schön hier. Und wenn es das nächste Mal weg ist, wisst ihr, wer es hat? Der Typ, der hinter mir steht. Warte, jetzt in Richtung Verkaufsraum. Auch hier ist komplett alles zugestellt. Irgendwelche alten Verpackungen. Gluko-Check Blutzuckermessgerät. Das heißt, diese Dame, die hier gewohnt hat, hatte sehr wahrscheinlich Diabetes. Und jetzt geht's endlich in den ehemaligen Verkaufsraum. Und hier kann ich leider nicht so viel Licht machen. Wir sind hier direkt an der Hauptstraße mit ziemlich viel Verkehr. Hier lagen dann immer schön die Brote, die Brötchen, Torten, was auch immer, was man halt kennt, wenn man beim Bäcker isst. Ein schöner alter Kühlschrank. Und am Kühlschrank hängt ein sehr interessanter Zeitungsartikel. Wir sind keine leichten Mädels, aber bieten eine Menge Spaß. Oh ja, das glaube ich sogar. Im Regal steht alles voll. Wie gesagt, ich entschuldige mich fürs Licht. Ich kann hier nicht so viel Licht leider machen. Hier sind noch irgendwelche vergammelten Früchte. Der Blick hinter die Theke wurde zum Schluss irgendwie nur noch als Lagerraum benutzt, das Ganze hier. Hier sind auch noch überall geschlossene Briefe, wie ihr sehen könnt. Das kennt man auch aus anderen Bäckereien. Da waren die Brote drin. Das war die Kaffeeecke. Wie viel hier einfach noch vorhanden ist in diesem Haus. Es ist tatsächlich alles noch da. Ich möchte nicht wissen, was man findet, wenn man die ganzen Sachen hier aufräumt. Oder derjenige, der das dann nachher hier leer räumen darf. Und zum Schluss schauen wir uns dann nochmal den Keller an. Da soll auch noch einiges vorhanden sein. Ich vergesse immer schnell, dass das Licht hier auch funktioniert. Da brauche ich die Taschenlampe ja gar nicht. Oh, ein schönes altes Klo. Aber das ist ja mal extravagant gefliest. Also hier würde ich, glaube ich, auch noch ein Häufchen setzen. Schauen wir hier rein. Alte Küchenmöbel. Die sehen sogar neu aus. Also jetzt wirklich nicht so oft benutzt. Und die riechen auch neu. Und Leute, tatsächlich, guckt euch das an. Die ist neu. Die ist noch nicht benutzt worden. Und der Kühlschrank ist ebenfalls neu. Da unten in der Schublade die Gebrauchsanweisung. Warum macht man das hier neu? Wollte hier jemand einziehen? Verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, verstehe ich das nicht. Also es hat jemand neu gemacht und das war's dann. Das ist auch wirklich ein schön eingerichtetes Haus. Hier ist alles noch vorhanden, aber auch ein wenig Messi-like. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Was auch ganz interessant ist, sind die Telefonanrufe, beziehungsweise die Klamotten, die auf dem Anrufbeantworter gesprochen wurden von der Kripo und von dem Enkelkind. Wie lange genau das Ganze hier verlassen ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich gehe mal von 2-3 Jahren aus. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil und negativ.